Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asien Vibes. In diesem Video nehmen wir dich mit zu einer der spektakulärsten Landschaften Vietnams, in den Phong Nha Nationalpark, der nicht ohne Grund zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. In diesem Video zeigen wir dir, warum dieser Ort auf jede Reiseliste gehört. Wir erkunden die mystische Phong Nha Cave ganz entspannt mit dem Boot direkt vom Fluss aus, schwingen uns dann auf den Roller, um den beeindruckenden Phong Nha Loop quer durch den Dschungel zu fahren und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn wir die gigantischen Hallen der Paradise Cave betreten. Freue dich auf Natur pur und jede Menge Tipps für deine Reise. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! Unser erstes Abenteuer beginnt direkt auf dem Wasser. Mit einem kleinen, traditionellen Holzboot fährst du über den smaragdgrünen Sonnenfluss. Genau auf den gewaltigen, dunklen Schlund der Phong Nha Cave zu. Sobald das Boot in die Höhle einfährt, wird der Motor abgestellt und ab da hörst du nur noch das sanfte Plätschern der Ruder. In diesem Moment entsteht eine absolut mystische Atmosphäre. Du gleitest förmlich in die Dunkelheit hinein, umgeben von kühlen Felswänden und faszinierenden Spiegelungen auf dem Wasser. Aber das ist noch nicht alles. Mitten in der Höhle machst du einen Stopp, verlässt das Boot und erkundest die riesigen Hallen zu Fuß über befestigte Stege. So kannst du die bizarren Gesteinsformationen aus nächster Nähe bestaunen, bevor es mit dem Boot wieder zurück ans Tageslicht geht. Um zu unserem zweiten Ziel zu kommen, haben wir das Boot gegen den Roller getauscht. Und das können wir dir nur wärmstens empfehlen. Der sogenannte Scenic Loop führt dich mitten durch den dichten, unberührten Dschungel des Phong Nha Ke Bang Nationalparks. Du fährst auf spektakulär kurvigen Straßen, immer umgeben von diesen gigantischen, strahlend grünen Karstbergen. Der Wind im Gesicht, das Gefühl von absoluter Freiheit und hinter jeder Kurve ein noch krasserer Ausblick. Der Weg zur nächsten Höhle ist hier wirklich schon ein massives Highlight für sich. Am Ziel angekommen, geht es zunächst ganz entspannt mit einem kleinen Elektro-Buggy weiter. Doch danach wird es noch einmal richtig schweißtreibend. Ein steiler Fußmarsch führt dich direkt durch den dichten Dschungel hinauf zum Höhleneingang. Aber glaub mir, die Anstrengung lohnt sich. Sobald du das Innere der Paradise Cave betrittst, empfängt dich eine herrlich erfrischende Kühle. Und beim ersten Anblick fehlen einem wirklich die Worte. Wir haben es ja schon erwähnt, die Bootsfahrt in der Phong Nha Cave war extrem mystisch. Aber was die Höhle an sich angeht, spielt die Paradise Cave einfach in einer völlig anderen Liga.
Sie ist eine der größten Höhlen ganz Asiens und raubt dir schlichtweg den Atem. Wenn du in diese gigantischen Hallen blickst, fühlst du dich auf einmal winzig klein. Die fantastischen Gesteinsformationen, die teils gewaltigen Stalaktiten, die von der Decke hängen. Das alles ist so beeindruckend und fast schon unwirklich. Wer wirklich die spektakulärste Höhle sehen will, hat hier definitiv seinen Gewinner gefunden. Hier unser Fazit. Wer gewinnt? Die Phong Nha oder die Paradise Cave? Also, dann kommen wir gleich zum direkten Vergleich. Also wenn wir anfangen mit der Zugänglichkeit, die Phong Nha Cave, die ist natürlich hier direkt im Ort. Und ja, da kann man mit dem Taxi hinfahren oder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller. Und von dort aus starten dann die Bootstouren, während die Paradise Cave natürlich ein paar Kilometer entfernt ist. Also wenn du jetzt keinen Roller fahren kannst, dann musst du mit dem Taxi dorthin fahren oder vielleicht auch eine Tour buchen. Ja, die Kosten. Also der Eintritt zur Phong Nha Cave kostet 150.000 Dong pro Person, aber dort kommt noch das Boot hinzu. So, das Boot kostet 700.000 Dong, wenn man es alleine mietet, zum Beispiel zu zweit. Aber du kannst den Preis natürlich nach unten drücken, wenn du das mit anderen teilst. Und deswegen gleich unser Tipp: Wenn du zu dem Ticket-Counter zur Phong Nha Cave kommst, an den Bootsanleger, dort im Warteraum stehen Stühle. Dort kann man sich dann hinstellen oder hinsetzen und warten, bis andere Reisenden kommen und die dann fragen, ob sie vielleicht ein Boot teilen wollen, weil eigentlich sind dann alle happy. Wir haben zum Beispiel mit 2 US-Amerikanern das Boot geteilt und mit Vietnamesen. Also ruhig auch Einheimische fragen, die waren auch total happy. Und das Coole dabei ist, die konnten ein bisschen Englisch und haben das dann alles geklärt mit dem Ticket Office. Und das war eine saubere Sache. Also, wenn es geht, definitiv ein Boot teilen. Wir kamen dann auf Gesamtkosten von 240.000 Dong pro Person, inklusive der Bootsfahrt in die Höhlen, Bootsfahrt zurück und Eintritt in die Phong Nha Cave. Ja, die Kosten in der Paradise Cave, wenn man dann mal dort ist, 250.000 Dong Eintritt in die Höhle plus 20.000 Dong mit Elektrobuggy. Also dort fahren Elektrobuggys die ersten ca. 1,5 Kilometer zur Höhle und auch wieder zurück. Das kostet 20.000 Dong, also 270.000 Dong Gesamtkosten. Unsere persönliche Empfehlung und unser Gewinner. Also es ist so, die Bootsfahrt hinein zur Phong Nha Höhle ist absolut mystisch. Also das kann man sich kaum vorstellen. Also man fährt dann natürlich am Anfang einfach nur direkt über den Fluss. Aber wenn man dann zu den Höhlen kommt, dann wird es echt richtig cool, muss ich sagen. Es hat uns schwer beeindruckt, hat uns richtig gut gefallen. Allerdings muss man sagen, dass die Paradise Cave da in einer anderen Liga spielt. Also es ist Wahnsinn, also es ist riesig groß und hat unendlich viele Stalagmiten und Stalaktiten und Felsformationen und haben wir so auch noch nie gesehen. Also wir haben schon viele Höhlen gesehen, aber das hat uns wirklich wahnsinnig beeindruckt. Also wenn wir uns entscheiden müssten, dann würden wir uns für die Paradise Cave entscheiden, wenn wir wenig Zeit hätten, sage ich mal. Ja, genau. Die ist einfach noch ein bisschen größer, ein bisschen mehr größer. Ja, die ist schon brachial. Das ist eine der größten Höhlen von ganz Asien. Ja. Von daher, auch wenn es eine knappe Entscheidung ist, würden wir die Paradise Cave bevorzugen. Ja. Ja, wenn du beide Höhlen auf eigene Faust erkunden willst, also zum Beispiel mit dem Motorroller, dann ist das an einem Tag gar kein Problem. Du kannst eine morgens machen und eine nachmittags. Ja, aber Phong Nha hat nicht nur Höhlen zu bieten, denn eins unserer absoluten Highlights hier war ganz klar der Scenic Loop. Also eine definitive Empfehlung von uns, fahrt den Scenic Loop mit dem Roller. Das sind ungefähr 40 Kilometer und die Strecke ist wirklich entspannt mit dem Leihroller zu bewältigen. Also es ist nicht so viel Verkehr, man braucht da keine Angst zu haben. Es kommt einem vielleicht mal ein Bus entgegen. Aber man muss wirklich sagen, gut, die Straße ist auch nicht so gut, aber man fährt ja auch nicht so schnell hier in Vietnam. Wir sind ja hier im Urlaub, wir sind ja alle entspannt. Von daher, das ist auf jeden Fall Pflicht, den Loop hier zu fahren. Die Landschaft ist wirklich atemberaubend. Das ist eine der schönsten Landschaften, die wir gesehen haben hier auf unserer gesamten Südostasienreise.
Und man kommt dann natürlich auf diesem Loop auch an vielen, vielen Highlights vorbei. Die Paradise Cave zum Beispiel liegt auf dem Weg oder auch die Dark Cave. Und man fährt an dem Fluss vorbei. Später, wenn man quasi aus dem Phong Nha Nationalpark rausfährt, kommen noch die Reisfelder. Und Berge. Ja. Also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Macht den Scenic Loop hier. Ja, und hier in dieser Region gibt es noch viel mehr zu entdecken. Also hier gibt es zum Beispiel auch noch die Dark Cave, also wieder eine Höhle. Aber da ist ein Wasserpark inklusive und Zipline. Und am Ende des Abenteuers gibt es noch ein Matschbad, also für Abenteurer coole Sache. Dann gibt es noch den Oso-Park, das ist ein Wasserpark, wo man auch kajaken kann und Ziplining machen kann. Und wie wir eben schon gesagt haben, wenn man den Loop fährt, kommt man an dieser Commander Cave vorbei. Und das ist ein ehemaliges Logistikzentrum des Militärs. Und da gibt es ein VR-Erlebnis, wo man eine Fahrt als Soldat auf dem Ho Chi Minh-Pfad simuliert. Also wer Bock auf sowas hat, der wird hier fündig. Genau, und die Eintritte sind überall so zwischen 4 bis 10 Euro, kann man eigentlich überall damit rechnen, ungefähr den Eintritt zu bezahlen. Ja. So, noch kurz ein paar Infos hier zum Ort Phong Nha. Also der Ort, der zieht sich ziemlich lang, auch eine gute Weile am Fluss entlang und ist schon ziemlich touristisch, ist klar, aber es gibt dafür auch hier unzählige Hotels, Hostels, Homestays, Restaurants und wir empfanden die Atmosphäre jetzt, obwohl es sehr touristisch ist, schon ziemlich entspannt. Wir haben auch ein Hotel etwas am Ende vom Ort, was wir auch empfehlen können. Das ist hier schon so eine lokale Area. Ziemlich entspannt, gibt ein paar kleine Shops und man kann auch immer wunderbar nachmittags einen Eiskaffee am River, am Fluss trinken oder abends dort essen gehen. Also uns hat der Ort eigentlich ganz gut gefallen, vor allem weil wir hier etwas am Rand wohnen. Ja, und natürlich ist hier ein hoher Konkurrenzdruck. Ich habe ja eben gesagt, hier gibt es so viele Hotels und Restaurants. Von daher empfinden wir die Preise in Phong Nha auch als ziemlich günstig. Also essen gehen kann man wunderbar für 80 bis 90.000 vietnamesische Dong. Und wenn wir das jetzt mal mit Hoi An vergleichen, dann ist es hier doch um einiges günstiger. Ja. Ja, und wir würden dir empfehlen, auf jeden Fall 2 bis 3 Nächte einzuplanen, insofern du Zeit hast. Lohnt sich absolut, weil die Landschaft ist wunderschön. Also man kann sich auch an den Reisfeldern einfach mal hinsetzen in einen Kaffee und die Aussicht genießen. Du wirst jede Menge Berge hier finden. Ist auch total dschungelig, also super grün. Also uns gefällt es richtig gut hier. Ja. Und was sehr interessant ist, was wir nicht erwartet haben, dass es hier überall Kirchen gibt. Also man hört ständig Kirchenglocken und wir haben auch schon eine Kirche besichtigt gehabt. Also ich muss sagen, ja, das hat uns schon sehr überrascht. Ja. Und auch fast jedes Haus hat hier eine Marienstatue im oberen Stockwerk stehen. Also es ist ja auf jeden Fall scheint es hier viele Christen zu geben. Wie immer sind alle wichtigen Orte für dich in der Videobeschreibung verlinkt und wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Und wenn ja, lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da, ein Abo würde uns riesig freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.